Der Herbst ist da. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Kulturbildern. Wir haben aufgehört bei Revolution und Freiheitskriege und sind jetzt bei Spiele, Jagd und Kriegswesen. Bild 211. Billardspiel. Das nach dem französischen Bille, Kugelball, genannten Billardspiel war im 18. Jahrhundert von Frankreich nach Deutschland gekommen als große Neuigkeit, der man sich in geschlossenen Zirkeln mit Eifer widmete. In der Hitze des Spieles zogen die Spieler sehr oft ihren Überrock aus, damit man die damals neu aufkommenden sogenannten Hosenheber richtig bewundern konnte. Bild 212. Bekassinenjagd. Bekassinenjagd. Neben der Entenjagd ist auch die Jagd auf Bekassinen, eine Schnepfenart, wegen ihres meckernden Geräuschs beim Fliegen auch Himmelsziege genannt, eine beliebte Sumpfjagd. Infolge ihres Zickzackfluges ist sie schwerer abzuschießen als die richtige Schnepfe. Auch hierbei muss der Vorsteh- oder Hühnerhund die Vögel im Versteck aufspüren und die Angeschossenen aber apportieren. Bild 213. Schlittschuhlauf. Der Eislauf ist den nordischen Völkern seit alters bekannt und wohl der erste auch von Frauen geübte Wintersport. Denn Schlittenfahren war früher, wo statt des modernen Kameradschaftsgeist Galanterie alles beherrschte, für sie noch keine eigentliche Sportbetätigung. Auch Hochleistungen und Austragen von Meisterschaften spielte vor 130 Jahren noch keine Rolle. Bild 214. Drasinenfahren. Die Draisine ist nicht eigentlich das Fahrrad, sondern eher der Sitzroller der Romantik. Die Draisine, auch nach ihrem Erfinder Karl von Drais, der sie 1817 in Mannheim zuerst konstruierte, ist das alte Holzrad ohne Drehkurbeln. Der Fahrende saß auf einem sattelähnlichen Sitz und bewegte sich vorwärts, indem er abwechselnd zwei mit den Rädern in Verbindung stehenden Bretter trat. Sieht ein bisschen unbequem aus, wie die Dame auf dem Bild sitzt, so ein bisschen gebeugt nach vorne. Ich glaube, das gibt nach ein paar Stunden Rückenschmerzen. Aber gut, was war nicht alles in der Romantik? Bild 215. Karussell. Heißt es eigentlich Karussell oder Karussell? Weil es ist ja ein Doppel-S. Karussell oder Karussell. Das feststehende Karussell, das sich mit Hilfe einer Walze um die eine vertikale Achse dreht, ist die Mechanisierung des alten Reiterspiels Karussell im 17. Jahrhundert, das wiederum anstelle des mittelalterlichen Turniers getreten war. Da beim Karussellreiten das Ringelstechen eine beliebte Kunst war, wurde es in vereinfachter Form häufig auch mit dem feststehenden Karussell verbunden. Habe ich persönlich noch nicht so gesehen, dass im Karussell dann so einen kleinen Piekser da hatte. Man sieht es ja auf dem Bild, die haben so einen kleinen Speer oder einen kleinen Piekser. Und der eine werte Herr da am links hält den das quasi so hin. Habe ich persönlich ehrlich noch nicht gesehen. Auf der anderen Seite, normalerweise Karussell in der Größe fahren eigentlich kleine Kinder. Und den will man vielleicht nicht, während sie in einem Fahrgeschäft sind, dass man ihnen spitze Gegenstände in die Hand drückt. Gut. Bild 216. Hamburger Bürgerwehr. Die Bürgerwehr bildete in den Hansestädten das reguläre Militär, daher war hier die Verbundenheit zwischen ihr und dem Bürgertum besonders fühlbar. Im Frühjahr und im Herbst wurden die militärpflichtigen Väter und Söhne für einige Zeit eingezogen, um sich, ähnlich wie dem heutigen Wehrsport, soldatisch zu ertüchtigen. Eine prächtige Parade beschloss dann diese Übungszeit. Die Bürgerwehr. Gut. Mal sehen, wann man sie wieder braucht. Das war's mit diesem Abschnitt. Jetzt kommen wir zu Abschnitt 10, 1815 bis 1850, das bürgerliche Zeitalter.
Romantik und Biedermeier. Die Epoche, die auf die Befreiungskriege folgte, erfüllte keineswegs die Hoffnungen, zu denen die einmütige Erhebung und die siegreichen Feldzüge das deutsche Volk berechtigten. Nach der Niederwerfung Napoleons trat in Wien ein Kongress zusammen von Vertretern aller am Kriege gegen den Korsen beteiligt gewesenen Staaten, die vor allem über die territoriale Neugestaltung Europas beraten sollten. Das Ergebnis war die Schaffung des Deutschen Bundes, in dem 38 deutsche Staaten einschließlich der 4 freien Städte zusammengeschlossen waren. Seine Aufgabe war, Sicherheit und Unabhängigkeit der deutschen Staaten zu wahren. Das bedeutete zwar noch lange kein einiges Deutsches Reich, aber doch einen Schritt weiter auf diesem Wege, und als im Jahre 1866 der Deutsche Bund aufgelöst wurde, war die endgültige Einigung nicht mehr fern. Auch dem Wunsch nach einer Verfassung, die alle Stände des Volkes die Mitregierung sicherte, wurde nur von einigen deutschen Monarchen nachgegeben. Mit an erster Stelle stand hier Karl August von Sachsen-Weimar, der Freund und Förderer Goethes. Doch gerade die größeren Staaten, vor allem Preußen, schoben die Erfüllung dieses Wunsches immer wieder hinaus, bis die allgemeine politische Lage sich so zuspitzte, dass endlich nach revolutionären Aufständen, zu denen wiederum Frankreich das Vorbild abgab, 1848 auch Preußen eine Verfassung erhielt. Dagegen scheiterte die Bemühungen des Deutschen Bundes, alles darin vereinigten Staaten eine Gesamtverfassung zu geben, noch an dem Widerstand der einzelnen Mächte. Abgesehen von diesen nie ruhenden Einigungsbestrebungen war die Zeit zwischen 1815 und 1850, deren künstlerische und geistige Weltanschauung durch die Schlagworte Romantik und Biedermeier gekennzeichnet wird, keineswegs so beschaulich und romantisch eingesponnen, wie einen der Klang dieser beiden Wörter immer wieder vortäuscht. Es war in vielerlei Hinsicht eine revolutionärere Epoche als die, in der große politische Umwälzungen sich vollziehen. Die Neuerungen lagen hier auf technischem und wirtschaftlichen Gebiete, die Naturwissenschaften machten ungeahnte Fortschritte, deren Ergebnisse wiederum die Technik praktisch auswertete. Die von uns heute als romantisch empfundene Postkutsche verdrängten die ersten fauchenden Eisenbahnen, denen man zunächst vielfach mit Misstrauen und Angst begegnete. Langsam kündigte sich bereits das kommende Maschinenzeitalter an, das zwar den stillen Frieden und die Selbstgenügsamkeit ruhiger Bürgerlichkeit vielfach aufhob, aber auch Handel und Verkehr auf eine breitere, weltumfassende Basis stellte und den Unternehmungsgeist des Einzelnen sich frei entfalten ließ. Der Aufschwung der technischen Wissenschaften bedeutete aber keineswegs einen gleichzeitigen Niedergang der geistigen Interessen. Gerade in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ist der Grund gelegt worden zur Deutschtumwissenschaft, zur Germanistik, Brüder Grimm und andere, und es ist das besondere Verdienst der Romantik, dass sie an die Stelle des bisher fast ausschließlich geschätzten griechischen und römischen Altertums die Vergangenheit des eigenen Volkes, vor allem das deutsche Mittelalter mit seinen glanzvollen Kaiserlichkeit und seinen dichterischen und künstlerischen Hochblüte setzte und es liebevoll und kritisch zugleich erforschte. Diese Vorliebe für das Mittelalter spiegelt sich auch in der bildenden und dichtenden Kunst jener Zeit wider. Man preiste den Rhein mit seiner Burgenromantik, man lobt die altdeutschen Maler und sucht in ihrer Manier zu malen. Die gotischen Dome begeistern die Künstler zur Nachschöpfungen und einem, dem Berliner Architekten Schinkel, gelingt in seinen teils klassischen, teils neugotischen Bauwerken die Verschmelzung von klassischem und deutschem Geist. Bei gesteigerten geistigen Ansprüchen spielt sich das häusliche und gesellige Leben der Romantik- und Biedermeierzeit bei Hoch und Niedrig im denkbar einfachsten, schlicht bürgerlichen Rahmen ab, der zugleich der letzte Ausdruck einer einheitlichen Wohn- und Lebenskultur ist, ehe die Zeit der Stilverwirrung beginnt. Oh, das war jetzt ein langer Satz. Mir ist langsam die Luft ausgegangen. Gut, fangen wir mal an mit dem Abschnitt 10. Bild 217. Compteur. Die geruhsame Lebenshaltung des Biedermeier tritt uns auch aus diesem Compteur entgegen. Die Schiebelampe mit dem seitlich angebrachten Ölbehälter und die Gardine zeugen von Behagen und Genügsamkeit, was keineswegs beschränkten Geschäftsgeist bedeutet. Wie im Compteur Ordnung und Reinlichkeit, so herrscht im Geschäftsleben Würde, Rechtlichkeit und Sauberkeit der Gesinnung. Ihr erkennt auch gleich an den Bildern, der Stil verändert sich. Also was vorher war,
Ne, dann die Farben, die vorher waren eher hell und mehr so Brauntöne, Ockertöne. Und jetzt geht es langsam die Bilder mehr ins Dunkle über. So man merkt das, wenn ihr die Bilder anschaut, werdet ihr sehen, dass sehr viel mehr Schwarz, Dunkelblau und eher so Grautöne und so dunkle Gelbtöne verwendet werden in den Bildern. Bild 218. Diele eines Hamburger Kaufherrn. Die Diele mit dem von der Decke herabhängenden Wagenbalken, der den Verfrachtung harrende Bälle und Fässern, der Standuhr und den Alt-Hamburger Schrank atmet beste Kaufmannstradition, auf deren Pflege man gerade in jener Zeit bedacht war. In ihr war der Begriff des königlichen Kaufmanns, der jeden Krämergeist ablehnte, noch sehr lebendig. Bild 219. Studentenausfahrt. Die Romantik war die Zeit der Burschenherrlichkeit. Der Student fühlte sich als der Vertreter eines freien, ungebundenen Lebens. Er war aber auch ein Hauptträger des Gedankens der Einigung der deutschen Stämme. Damals bildeten sich aus der alten Landsmannschaften die Korps mit ihren für uns heute oft fremden Bräuchen, wie sie Couleur und Comment vorschreiben. Ja, diese Beschreibung der Studenten, ich denke mal, die zählt heute auch noch. Ungebundenes Leben, frei durch die Welt reisen, sich erstmal entdecken, erstmal wissen, wer man selber ist. Bild 220. Deutsche Künstler in Rom. Italien ist für den Deutschen von jeher das Land seiner Sehnsucht gewesen. Im 19. Jahrhundert zog meist durch fürstliche Gönner gefördert so mancher deutscher Künstler dorthin, um unter dem heiteren südlichen Himmel seine Kunst zu vollenden. In den großen italienischen Städten entstanden deutsche Künstlerkolonien, in denen der einzelne Anschluss an Gleichgesinnte fand. Gut, weiter geht's. Bild 221. Paukboden. Während die studentischen Fechtübungen auf den Fechtboden stattfinden, wird die eigentliche Mensur auf dem Paukboden mit im Paukzeug, lederne Arm- und Beinschienen und Korbschläger ausgetragen. Die Mensur, lateinisch Maß, Abstand zwischen beiden Fechtern, ist ein zum Sport gewordener Zweikampf, der große Geistesgegenwart und Selbstdisziplin verlangt. Das Bild macht mir ein bisschen Angst. In so einem engen Raum mit spitzen Gegenständen herumfuchteln. Also ich hätte da in gewisser Weise ein bisschen Abstand genommen. Also ich glaube, da würde mich nicht mal meine Brille vorschützen. Gut. Bild 222. Sterngucker. Ein Sterngucker mit seinem Fernrohr war früher weit mehr von Romantik umwittert als heutzutage, wo wir bisweilen auf freien Plätzen mitten im stärksten Verkehr ein Fernrohr aufgestellt sehen. Den Menschen der Biedermeierzeit, die einen hohen Aufschwung der Astronomie erlebte, offenbarte ein Blick durchs Fernrohr den Gegensatz zwischen der Enge ihres Lebens und der Unermesslichkeit des Weltalls. Und das war's für heute. Ich wünsche euch schönen Abend, schönen Tag, schöne Nacht und dann sehen wir uns wieder bei Korrekt. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Au!